Oder was würdest du sagen, Christianski? Also gerade alle Daumen gedrückt. Es sieht gerade richtig gut aus, dass es eventuell wirklich gut werden könnte. Jo, servus Leute. Wir haben uns mal gedacht, dass hier eine Durchsage kommt. Aufstieg in Fahrtrichtung rechts. Danke für die Info. Auf jeden Fall können wir nicht international agieren zurzeit. Deshalb haben wir uns gedacht, was kann man denn in der Heimat unternehmen? Dann denken wir uns, fahren wir doch mal nach Bamberg. Da bin ich gestern einen weiten Weg zu diesem Christianski nach Mittelflanken gefahren. Und ja, mal schauen, was wir da so draus machen können. Wir befinden uns jetzt in Klein-Venedig im schönen Bamberg. Ihr könnt da gerne natürlich auch mal einen Blick drauf werfen. Ich hoffe, es ist relativ selbsterklärend, warum sich das ganze Klein-Venedig schimpft. Christianski, was kannst du denn so über den Ort erzählen eigentlich? Zu Bamberg? Also. Ja, ich meine jetzt eigentlich Klein-Venedig. Also ich wüsste jetzt eigentlich nur, dass es so heißt, weil es eben so aussieht wie Venedig. Also Venedig sieht nicht so aus. Meinst du? Ja, ich war schon mal dort. Ja, ich war auch schon mal dort, aber ach. Ich finde es einfach nah am Wasser gebaut und deswegen heißt es Klein Venedig. Wie wir, wenn wir keine guten Bilder bekommen. Auf jeden Fall weiß ich, dass es in Bamberg gutes Bier gibt. Ja, deswegen werden wir uns jetzt gleich ins sogenannte Schlenkerler begeben, die wohl bekannteste Brauerei in Bamberg. Wir befinden uns hier bei unserem Lieblingsspot in Bamberg. Und zwar gibt es hier das bekannte Rauchbier Schlenkerler, was wir uns gleich genehmigen werden. Das werden wir uns gleich hier holen. Wir befinden uns hier immer noch beim Schlenkerler. Hier ist minimal was los. Und Christianski holt jetzt erstmal Nachschub. Da hat er sich auch schon in die Schlange eingeweiht. Wir befinden uns jetzt am Sonnenuntergangsspot in Bamberg. Sieht man hier vielleicht am alten Rathaus. Die Lichtverhältnisse sind soweit ganz gut. Christianski, was machst du denn gerade? Sie könnten was werden, sagen wir es mal so. Ich warte, ehrlich gesagt. Und zwar darauf, dass die Leute aufhören, hier über diese Brücke zu gehen, die super instabil ist. Beziehungsweise man merkt das sofort, wenn jemand drüber läuft. Und das macht natürlich ein richtig geil scharfes Bild. Ja. Und dementsprechend warten wir hier. Wir können mal hier auf diese Brücke schustern. Es sind natürlich 1 bis 2 Personen da. Und dadurch, dass wir hier eine Langzeitbelichtung gerade machen, ja, wird das Bild relativ unscharf. Aber das versuchen wir gerade zu beheben. Ich struggle hier gerade, aber hart. Naja, wollen wir mal schauen, ob wir da ein gutes Ergebnis erzielen können. Auf jeden Fall sind die Wolken aber soweit vielversprechend. Zusammenfassend zu sagen ist, dass sich die Lichtverhältnisse gerade bessern. Oder was würdest du sagen, Christianski? Also gerade alle Daumen gedrückt. Es sieht gerade richtig gut aus, dass es eventuell wirklich gut werden könnte. Wir reden immer im Konjunktiv. Unter Umständen gegebenenfalls, möglicherweise, aber es sieht gut aus. Aber es sind wir unterwegs, also wohl eher nicht. Naja, schauen wir mal auf den Display. Es hat ja in China schon so gut funktioniert. Achtung! Naja gut, also fokussieren fehlgeschlagen, super.
Er löst aus Alter! und man sieht nur weiß, Gott sei Dank. Was werden mit dem Licht? Okay, Leute, Resümee von heute in Bamberg, der Sonnenuntergang, würde ich jetzt mal so sagen, besser als befürchtet, viel besser und eigentlich schon fast ziemlich gut. Und was sagst du? Würde ich auch sagen, also Lichtverhältnisse hatten wir schon lange nicht mehr so. Ja. Ich glaube, das letzte Mal, dass wir wirklich so gutes Licht hatten, war halt 2017 war es dann in Portugal. Alter, Und das ist schon lange her, ja? Das ist schon echt lange her. Jetzt laufen wir gerade. Obacht, LKW? Jetzt laufen wir gerade Richtung Bahnhof, wieder Richtung Heimat, gehen Erlangen Genau. und werden uns dann mal auf den morgigen Tag vorbereiten. Mal schauen, was wir morgen machen, beziehungsweise den Rest des Wochenendes, weil es kommt ein bisschen auch aufs Wetter an. Wir hatten vor, nach Füssen zu fahren, aber das sind halt 3 Stunden, beziehungsweise ja, gut 3 Stunden von mir aus. Und für eine Nacht haben wir gesagt, lohnt sich das jetzt nicht wirklich. Es kommt halt alles immer aufs Wetter an. Genau, Wir wissen's nicht. ja. Und Schloss daher, Neuschwanstein wäre halt echt cool. ne. Also ich persönlich war da schon mal, aber für Svenski wäre das halt was Neues. Und dementsprechend haben wir gesagt, wenn das Wetter passt, fahren wir runter. Und ja, Ist ja ein Katzensprung für uns. ja, sowieso genau. Aber gut, mal zu Corona-Zeiten mal wieder rauszukommen. Und mega happy gerade, dass das Wetter einfach so geil war, beziehungsweise das Licht so gepasst hat. Und ja, ansonsten, ich denke, ihr werdet die Bilder dann sehen. Ich denke, ein Tag in Bamberg kann man in der Corona-Zeit auch mal verbringen. Also von daher, solange Ja. es erlaubt ist, alles gut. Das stimmt. Na gut, also dann, Adela. haut's rein, ciao.